Das erste Shooting in Kapstadt wird gleich ein Strandshooting sein mit Tina von Icons Models. Wie es uns da ergangen ist, seht ihr in diesem Video. Tina ist Model bei der Agentur Icons Models, die wir am Donnerstag besucht haben. Und Bronwyn, die Chefin von der Agentur, sagte, dass Tina jetzt die Haare rot gefärbt hat. Das heißt, sie braucht ihr komplettes neues Book. Ich hatte ja angeboten, ein Shooting für sie zu machen. Wunsch der Agentur ist auch nicht unbedingt einzelne Top-Bilder zu haben, sondern ganze Serien, quasi Editorials, weil man auf diese Weise dem Kunden noch besser vermitteln kann, wie sich das Model bewegt, wie es in verschiedenen Situationen aussieht. Das passt natürlich sehr gut zu meinem Stil, da ich sowieso schon viel Editorial fotografiere und eigentlich immer Bilder-Serien mache. Wichtig war für die Agentur vor allen Dingen, die Bilder möglichst schnell zu bekommen, denn Tina war jetzt gerade mal ein paar Tage in Kapstadt und sollte natürlich auch vermittelt werden, brauchte dafür aber aktuelle Bilder. Wie schon im Video der ersten Woche beschrieben, geht das hier alles sehr schnell. Donnerstag waren wir bei der Agentur, vormittags. Nachmittags kam dann schon die Info, ja, Tina wäre das Model, das du fotografieren kannst. Am Freitag habe ich dann mit Tina Kontakt aufgenommen und wir haben uns schon für Montag verabredet, um am Strand zu fotografieren. Tina hatte auch ein Moodboard mitgeschickt, was eigentlich aus relativ einfachen Aufnahmen bestand. Wir haben verabredet, dass wir 2 Stunden fotografieren. Ich gehe dann von aber eher so 3 Stunden aus. Es dauert ja doch immer ein bisschen länger. Und vielleicht ergeben sich noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Bildvariationen, die es sich auch lohnt umzusetzen. Die Idee ist natürlich, Bilder mit Tina zu machen, die sie gut benutzen kann, um in Kapstadt vermittelt zu werden. Also das sind in erster Linie Lifestyle-Bilder, ganz natürliche Bilder bis hin zu Bikini. Was die Location angeht, haben wir uns schon auf Strand geeinigt. Die Frage ist, welcher Strand? Wo gibt es hier interessante Strände? Bilder davon gibt es ja genug zu sehen, aber wo sind die? Da habe ich mich dann zum einen auf Google Maps verlassen und auch schon einige Strände rausgesucht, aber auch Tipps von anderen Models bekommen, welche Strände sie denn benutzen, um Bilder zu machen. Wir haben uns dann geeinigt auf den Clifton Beach, da gibt es mehrere Abschnitte. Zwischen Abschnitt 3 und 4, da sind die typischen Kapstadt-Felsen. Da ist aber auch noch Haus im Hintergrund und ein bisschen urbane Landschaft. 5 Uhr morgens in unserem Apartment. Wir fahren los. In einer halben Stunde sollten wir den Strand erreichen und dann ist auch Sonnenaufgang. Wir sind da, Clifton Beach Nummer 4. Die Sonne geht langsam auf und es sieht schon gigantisch aus. Das Rauschen der Wellen ist super schön. Der Strand sieht ganz toll aus. Ich bin gespannt, Tina ist auch gleich da. Das scheint typisch für das Wetter in Kapstadt zu sein. Morgens ist es sehr, sehr dunstig und erst wenn die Sonne rauskommt und ein bisschen diesen Dunst vertreibt, wird der Blick klar. Man sieht also hier unglaublich viel Dunst, Nebel, Gischt auch von den Wellen. Das wird ganz schön schwierig. Die Bilder werden sehr romantisch, aber es werden keine großartigen Kontraste zu sehen sein. Durch dieses kontrastarme Licht kann man natürlich sehr gut Ton in Ton arbeiten. Und wenn die Farben nicht so gut rauskommen, dann fotografiert man vielleicht am besten etwas, was gar nicht so viel Farbe und Kontraste benötigt. Tina trägt hier schon einen Dreiteiler aus Hose, Bikini-Top und Cardigan drüber und das nutzen wir gleich für unser erstes Set. Ich fotografiere gern von fern bis nah. Das heißt, ich suche mir erstmal eine Location, wo ich von links nach rechts den gesamten Bildausschnitt füllen kann mit dem Hintergrund und dem Model, was dort drin steht. Und wenn das alles perfekt stimmt, dann kann ich ja immer noch näher kommen und einzelne Ausschnitte machen. Da wird der Hintergrund auch stimmen. Daher beginne ich gerne bei Strandaufnahmen damit, dass das Model einfach am Wasser entlang geht, vor sich hin wandert, gar nicht so viel in die Kamera gucken muss, noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sein kann und auch nicht den Stress hat, dass ich allzu viele Anweisungen geben muss. Als Objektiv benutze ich gern mein 70 bis 200 mm Zoom, kann damit die ganze Landschaft, den ganzen Ausschnitt einfangen, kann aber auch mal, wenn es sein muss, auf Einzelheiten eingehen. Diese Felsen hier im Wasser sind einfach optimal angeordnet für ein Bild mit viel Tiefe. Der Hintergrund ist unscharf, es ergeben sich wunderschöne Kombinationsmöglichkeiten, um mit Vordergrund und Hintergrund zu spielen und das Model in der Mitte scharf abzubilden.
Wahrscheinlich kennt ihr es auch von euren Shootings. Die ersten Sets werden die längsten, weil man zum einen das Model kennenlernt, zum anderen die Umgebung kennenlernt, sich ein bisschen auch miteinander verständigt und mal so eine gemeinsame Linie finden muss. Das habe ich genutzt, um dann die gewünschten Stories, diese Editorials, diese Serien zu machen. Viele Aufnahmen von Tina in Bewegung, in natürlicher Bewegung, gar nicht viel posen, sondern einfach laufen lassen. Als Bonus wollte ich auch gerne noch ein ungefähr 30 Sekunden langes Reel machen. Also ein Kurzvideo, wo das Model zeigt, wie es sich natürlich bewegt, wie sein Gesicht aussieht, wie es lächelt. Hier drehen wir gerade dieses Reel, was vollständig mit dem iPhone gemacht ist. Und dort gibt es im Prinzip 3 Takes, nämlich einmal die Landschaft mit Tina, einmal die Normalbrennweite, wie sie sich bewegt und dann als drittes die Close-ups vom Gesicht. Alle 3 werden nachher zusammengeschnitten zu einer Musik, sodass sich ein bisschen fließender Übergang und eine kleine Story ergibt. Im Grunde genommen ist es nur ein bisschen hin und her gehen und sich das Model dabei bewegen lassen. Das zweite Set war etwas eleganter. Tina hat ein schwarzes Abendkleid angezogen mit einem Schlitz und hat dazu Ohrringe angezogen, sodass das Ganze schon ein bisschen nach Abendlook aussieht. Insofern sollte das Ganze etwas mehr nach Lifestyle, etwas mehr nach Haus aussehen. Ja, man geht auch mal mit dem Abendkleid an den Strand, aber meistens macht man abends vielleicht eher ein Dinner oder geht rund ums Haus. Die Location, die ich dafür gewählt habe, war also ein Haus im Hintergrund mit einer Treppe, die zum Strand führt. Insofern haben wir wieder beide Elemente. Wir haben Strand, wir haben aber auch das Haus. Und diese Treppe hat außerdem den Vorteil, dass Tina dort runtergehen kann und ein langes Bein zeigen kann. Tina ist 1,62 Meter groß und insofern ist es immer gut, wenn man kürzere Personen von unten ablichtet, was bei dieser Treppe natürlich sehr gut möglich war. Vom Posing her habe ich zu Tina dann auch gesagt, als sie die Treppe runterging, dass mir die Momente wichtig sind, wo sie das rechte Bein vorstreckt, wo also dieser Schlitz aufgeht und das lange Bein zu sehen ist. Da sich das Haus relativ dicht hinter Tina befand, habe ich hier mit Blende 2.0 und einem 50 mm Objektiv gearbeitet. 50 mm, um ein bisschen mehr Dynamik reinzukriegen und Blende 2.0 eben, um die gewünschte Unschärfe zu erzeugen. Das dritte Set ging dann etwas mehr in Richtung Fashion. Eine grüne Shorts, ein beiges Oberteil, ein Hut dazu und wieder die Umgebung mit Strand, aber auch im Hintergrund der Berg, der zu sehen sein sollte. Einfaches Bewegen, Lachen und sich freuen. Die Sonne geht so langsam auf, aber sie geht nicht über dem Wasser auf, sondern hinter den Bergen. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Genau dann, wenn die Sonne hinter den Bergen aufgeht, können wir sehr schöne Gegenlichtbilder machen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Agentur haben möchte, aber die Bilder sind trotzdem schön. Und tatsächlich ist eins meiner Lieblingsbilder das hier, dasjenige, was mir vom Porträt her am besten gefällt. Tina fotografiert gar nicht so viel Fashion, aber ihre Bewegungen sind klasse. Ich habe einfach draufgehalten und insofern waren wir nach 2 Minuten fertig, haben nochmal gewechselt zu einem Felsen, wo sie sich hingesetzt hat, aber auch da habe ich letztendlich nur 2-3 Minuten fotografiert. Das war mit Abstand das kürzeste Set und vielleicht hätte ich noch mehr draus machen können. Die Sonne geht jetzt auf und wenn sie weiter oben steht, wird das Licht härter. Ich versuche also jetzt möglichst schnell die Aufnahmen in der prallen Sonne zu machen, die Bikini-Aufnahmen. Und da haben wir 2 Sets fotografiert. Das erste war mit einem rosa Bikini mit einer High-Waist-Hose. Da ist dann entsprechend auch der Farblook wieder mehr in Richtung rosa, sonnig, freundlich. Und das zweite war mit einem klassischen burgunderfarbenen Bikini, Zweiteiler, wo das Ganze mehr in Richtung bräunlich vom Farblook her geht. Jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei dem Reel, was Tina und ich gedreht haben.